Wir haben im letzten Jahrhundert sehr viel aus Stahlbeton gebaut und vieles davon kommt jetzt in die Jahre. Der Ersatz von Stahl durch Carbon hat jetzt den ganz großen Vorteil, dass Carbon nicht korrodieren kann. Das heißt, jetzt übernimmt das Carbon die Zugkräfte, der Beton weiterhin die Druckkräfte. Wie sehen denn aktuelle Entwicklungstendenzen auf dem Gebiet von grüner Technologie in der Architektur aus? Ich finde, aktuell sehen wir auf jeden Fall sehr positive Entwicklung. Und lassen Sie mich einfach sagen, 3D-Druck, das ist nur ein Beispiel. Wir müssen eigentlich alle Tätigkeiten digitalisieren und automatisieren, so kommen wir weiter. Kann man es so zusammenfassen, es werden zu viele Einfamilienhäuser gebaut oder es wurden zu viele gebaut? Die Nachfrage lässt nach, so rum würde ich sagen. Die Gefahr ist, dass wir eben heute die Leerstände von morgen bauen, wenn wir uns zu wenig um die Bestände kümmern. Ein erheblicher Teil der weltweiten Treibhausgasemissionen geht auf den Bau, die Nutzung und den Abbruch von Gebäuden zurück. Wie wird Bauen in Zukunft nachhaltig? Das ist das Thema dieses Videos und heute unsere gute Frage. Und um die zu beantworten, wollen wir uns anschauen, wie grüne Technologien im Bauwesen eingesetzt werden können, wie wir mit neuartigen Materialien wie zum Beispiel Carbonbeton klimafreundlicher bauen können und ob wir vielleicht in Zukunft stärker auf Renovierungen statt Neubauten setzen sollten. Den Grundstein für diese Folge legen wir im Alfred-Hütter-Labor der TU Dresden. Hier wird an Baustoffen geforscht, um genau zu sein an klimafreundlichen Baustoffen. Und mein Gesprächspartner hier, das ist Professor Viktor Mescherin. Als Direktor des Instituts für Baustoffe forscht er zu ressourcenschonenden Materialien und neuartigen Bauverfahren wie dem 3D-Betondruck. Warum müssen wir über Nachhaltigkeit im Bauwesen eigentlich reden? Ja, das Bauen hat immense Auswirkungen auf die Umwelt. Wenn wir uns anschauen, wie viel CO2 ausgestoßen wird, welche Menge an Ausgangsstoffen wir einsetzen, um die Baumaterialien herzustellen, wie viel Energie dafür verbraucht wird und wie viel auch letztendlich Müll entsteht aus der Bautätigkeit, da können wir eine Menge beitragen, um das Ganze nachhaltiger zu gestalten. Nach einem Bericht der Internationalen Energieagentur sind die Nutzung und der Bau von Gebäuden insgesamt für etwa 37% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Ein erheblicher Anteil entfällt dabei auf den Bau selbst und die Herstellung von Materialien wie Beton und Glas. Statt einer Entwicklung zur Klimaneutralität sind die CO2-Emissionen im Gebäudesektor in den letzten Jahren sogar leicht gestiegen. Hält dieser Trend an, werden die angepeilten Klimaziele in diesem Bereich weit verfehlt. Ein Grund dafür ist der steigende Bedarf an Beton. Weltweit werden jährlich über 4 Milliarden Tonnen Zement hergestellt. Dafür werden Temperaturen bis 1450 Grad Celsius benötigt. CO2 wird einerseits durch die Brennstoffe und andererseits durch chemische Reaktionen beim Kalkbrennen selbst freigesetzt. Pro Tonne Zement sind das gut 600 Kilogramm CO2. Das entspricht etwa 3000 Kilometern zurückgelegter Strecke mit einem Verbrennerauto, ungefähr die Strecke von Berlin bis an die Algarve in Südportugal. Welche Materialien sind denn ressourcenschonend? Zunächst sind das nachwachsende Stoffe wie Holz. Aber wir haben nicht so viel davon und wir können nur ein bestimmtes Segment im Bauwesen dadurch abdecken. Sonst müssen wir auf mineralische Baustoffe setzen. Da haben wir traditionelle Baustoffe wie Lehm, auf die wir uns besinnen sollen. Und das tun wir auch. Zum Beispiel erforschen wir jetzt, wie wir diesen traditionellen Baustoff mit modernen Herstellungsverfahren verheiraten können. Also hier geht es um 3D-Druck mit Lehm. Also Sie sehen, also hier werden Filamente abgelegt zu so einer Bausteinstruktur. Zum anderen aber arbeiten wir auch mit neuen Werkstoffen, wie zum Beispiel Carbonbeton. Also hier ersetzen wir Stahlbewehrung durch solche Carbonbewehrung, die deutlich leistungsfähiger ist. Wir müssen diese Bewehrung auch nicht gegen Korrosion schützen, weil sie auch absolut inert ist. Also Korrosion ist kein Problem. Und deswegen können wir auch solche dünnwandige Bauelemente herstellen. Ja, das ist jetzt kein Bauelement, das ist eine Mappe. Sie sehen hier Carbonbewehrung. Sie sehen hier, dass wir sehr, sehr wenig Beton brauchen und das bedeutet letztendlich auch Ressourcen einsparen, die effizient nutzen. Gibt es denn auch klimafreundlicheren Beton? Absolut. Also das ist eigentlich Thema Nummer 1. Wie können wir Beton klimafreundlicher gestalten? Also der traditionelle Beton besteht aus Zement, Wasser
und Gesteinskörnung, also Sand und Kies. Das Problem ist bei Bindemittel, bei Zement. Bei Herstellung von Bindemittel entsteht viel CO2. Zum einen wird CO2 freigesetzt durch Brennvorgang von Kalkstein und zum anderen durch fossile Brennstoffe, die wir brauchen, um hohe Temperatur zu erreichen. Und diese zwei Prozesse haben wir im Blick. Wir wollen erstmal von fossilen Energieträgern auf Solarstrom und Ähnliches kommen. Und zum anderen wollen wir andere Ausgangsstoffe verwenden. Anstatt Kalkstein wollen wir eher mit Nebenstoffen aus den Industrien arbeiten. Also kann man sagen mit Abfall, aber nützlichem Abfall und CO2 aus der Luft holen auch als eine wichtige Komponente. Das ist die Zukunft. Was wir jetzt schon machen, ist die Sekundärstoffe einsetzen als Ersatz für Zement. Also wir arbeiten mit Flugasche, mit Silikastaub und anderen pozzolanischen Stoffen. Und da sind wir deutlich umweltfreundlicher als bei herkömmlichem Beton. Dann haben Sie es ja vorhin schon angesprochen, 3D-Druck. Wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert Betondruck? Also zunächst, das ist ähnlich wie bei 3D-Druck mit Polymeren und anderen Materialien. Also ein Filament nach dem anderen wird abgelegt und dann entsteht eine komplexe Struktur. Nur wir bewegen uns in einem anderen Maßstab. Also wir wollen Häuser bauen, wir wollen Brücken bauen und Ähnliches. Das heißt, die Filamente, die wir ablegen, die sind grundsätzlich dicker. Die müssen nicht gleich so dick sein. Ja? Also wenn wir fein auflösen wollen, um gewisse Strukturen zu schaffen. Aber für Massenbeton oder Massenbauweise können wir tatsächlich auch mit den Filamenten drucken, die so dick sind. Warum sind solche 3D-Druckverfahren nachhaltiger? Erstmal vom Material her, wenn wir fein auflösen, können wir Material sparen. Aber noch wichtiger ist, wir automatisieren und digitalisieren die Betonbauweise. Und das bedeutet, wir können deutlich die Produktivität steigern. Die stagniert über Jahrzehnte schon im Bauwesen. Also wir können hier tatsächlich einen Sprung schaffen. Und das brauchen wir absolut, weil heute haben wir einfach Mangel an Fachkräften auf den Baustellen. Und wir können die Aufgaben, die anstehen, gar nicht erledigen, ohne einen hohen Grad der Automatisierung. Und lassen Sie mich einfach sagen, 3D-Druck, das ist nur ein Beispiel. Wir müssen eigentlich alle Tätigkeiten digitalisieren und automatisieren, so kommen wir weiter. Das hier neben mir ist das weltweit erste Gebäude, das aus Carbonbeton gebaut wurde, und es steht gleich hier am Campus der TU Dresden. Über Carbonbeton haben wir gerade schon kurz geredet, als es um ressourcenschonende Materialien ging. Warum das neuartige Material so viel nachhaltiger ist als zum Beispiel Stahlbeton, das will ich jetzt von Manfred Kurbach erfahren. Er ist Professor für Massivbau an der TU Dresden und maßgeblich an der Entwicklung des Carbonbetons beteiligt gewesen. Was ist denn der Unterschied zwischen Stahl und Carbonbeton? Also beim Stahlbeton ist es so, dass da zwei Werkstoffe zusammenwirken, die sich ideal ergänzen. Der Druck wird über Beton abgetragen, die Zugkräfte werden über Stahl übertragen. Gleichzeitig schützt der Beton den Stahl vor Korrosion, zumindest für einen relativ langen Zeitraum von vielleicht 40, 60 oder 80 Jahren. Aber dann beginnt auch der Stahl im Stahlbeton zu korrodieren. Der Rost, der dabei entsteht, hat ein größeres Volumen als der Stahl vorher. Der Rost drückt dann von innen gegen die Betonüberdeckung. Irgendwann platzt etwas ab und dann entstehen die Rostfahnen, die wir oft an Gebäuden sehen. Der Ersatz von Stahl durch Carbon hat jetzt den ganz großen Vorteil, dass Carbon nicht korrodieren kann. Das heißt, jetzt übernimmt das Carbon die Zugkräfte, der Beton weiterhin die Druckkräfte. Wir können aber auf all den Beton verzichten, den man normalerweise braucht, nur um den Stahl zu schützen. Ist das auch der Grund, warum Carbonbeton nachhaltiger ist als Stahlbeton? Es gibt zwei wunderbare Konsequenzen. Das eine ist, dass wir eben weniger Material verbrauchen. Das andere bedeutet auch, wir haben weniger Zement und gleichzeitig andere Zemente. Da normalerweise beim Stahlbeton der Zement dafür sorgt, dass ein hoher pH-Wert im Beton vorhanden ist, der den Stahl schützt, kann man jetzt andere Bindemittel nehmen, weil der pH-Wert nicht mehr so hoch zu sein braucht. Und dadurch können wir bei 50% Materialeinsparung 75% CO2 einsparen. Das heißt, es gibt dann aber auch keinen Unterschied hinsichtlich der Stabilität, obwohl viel weniger Beton verwendet wurde. Natürlich sind die Gesamteigenschaften gleich oder sogar eigentlich noch besser, weil dieses Material jetzt auch deutlich dauerhafter ist. Während wir bei Stahlbeton eben von 60 bis 80 Jahren reden,
gibt es keinen Grund zu glauben, weshalb Carbonbeton weniger als 200 Jahre halten könnte. Jetzt haben Sie gerade einen Carbonstab in der Hand. Ist das ein Beispiel dafür? Also werden solche Stäbe im Carbonbetonbau eingesetzt? Wir haben 2 Hauptbewährungselemente. Das eine sind Stäbe, so wie ich ihn hier gerade habe. So ein Stab ist unglaublich leistungsfähig und hat ungefähr die gleiche Kraftaufnahmefähigkeit wie sonst ein Stahl mit 20 mm Durchmesser, der natürlich auch noch viel schwerer ist. Und das andere sind Bewährungsgitter, die aus Filamenten sponnenden Garne sind da in Form eines Netzes ineinander verarbeitet. Ein Gelege ist dann entstanden. Diese Gelege sind wiederum relativ flexibel, sodass man damit sehr leicht dann auch gekrümmte Oberflächen bewähren kann. Wenn man an Brandschutz oder an gesundheitliche Aspekte denkt, gibt es auch kritische Aspekte, die man beachten muss, wenn wir über Carbonbeton reden? Natürlich haben wir dazu eine Menge Versuche gemacht und müssen auch feststellen, dass natürlich auch Stahlbeton nicht unbegrenzt widerstandsfähig bei Brand ist. Und wir sind jetzt mit Carbonbeton ungefähr in der gleichen Größenordnung, was den Widerstand anbelangt, wie bei Stahlbeton, glauben aber, dass wir in Zukunft durch neue Tränkungen, die gerade entwickelt werden, sogar noch besser werden können. Anderer Aspekt betrifft den Gesundheitsschutz. Auch da war zu klären, ob denn zum Beispiel beim Sägen oder Fräsen oder Bohren von Carbonbeton eventuell feine Stäube entstehen könnten aus dem Carbon, die gesundheitsgefährdend sein könnten. Da wurde ein sehr umfangreiches medizinisches Projekt durchgeführt und im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass Carbonbeton genauso ungefährlich ist wie Beton selber. Recycling ist noch so ein Thema. Kann das Material wiederverwendet werden, wenn es dann doch mal zu einem Abriss oder zu Veränderungen kommt? Ganz wichtige Aussage ist, wir können Carbon und Beton vollständig wieder voneinander trennen. Die Carbonfasern selber lassen sich alle vereinzeln und können dann zu neuen Garnen gesponnen werden. Und diese recycelten Garne haben beim ersten Versuch bereits eine Festigkeit von 90% der Ursprungsfestigkeit gehabt. Was sind denn mögliche Anwendungsfälle für Carbonbeton? Wir haben im letzten Jahrhundert sehr viel aus Stahlbeton gebaut und vieles davon kommt jetzt in die Jahre. Der Carbonbeton bietet die Möglichkeit, mit sehr dünnen Schichten die Tragfähigkeit entweder zu vergrößern oder mindestens wiederherzustellen. Ein Beispiel ist der Bayerbau der Technischen Universität Dresden, in dem die Decken mit Carbonbeton verstärkt wurden und so vermieden werden konnte, dass diese Decken alle rausgerissen und durch Stahlbeton ersetzt werden. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Carbonbeton-Anwendung. Ein anderer ist natürlich der Neubau mit Carbonbeton. Wir können Doppelwandsysteme herstellen, die auch bereits eine Zulassung haben und damit tatsächlich sehr günstig neue Wohngebäude zum Beispiel entwerfen. Was ebenfalls schon gezeigt wurde, ist, dass wir Brücken aus Carbonbeton bauen können. So gibt es eine kleine Brücke über die S111 in der Nähe von Bautzen, die komplett aus Carbonbeton erstellt worden ist und die für den Schwerverkehr zugelassen ist. Im nächsten Interview will ich erfahren, wie Architektur, die auf zukunftsweisende Technologien wie Carbonbeton oder smarte Gebäudetechnik setzt, ganz konkret aussehen könnte. Dafür bin ich hier am Dresdner Kulturpalast, genauer gesagt im Zentrum für Baukultur Sachsen. Dort treffe ich die Architektin Xiaoping Xi. Am Institut für Bauklimatik der TU Dresden forscht sie zum Einsatz grüner Technologien in der Architektur. Was sind denn überhaupt grüne Technologien? Grüne Technologie umfassen sowohl moderne als auch traditionelle Ansätze. Moderne Ansätze sind zum Beispiel Solarpaneele und Geothermie. Traditionelle Ansätze, zum Beispiel wie hier heute in dieser Ausstellung, geht um Lärmkonstruktion. Lärm ist eine Art Baumaterialien, was schon tausende Jahre immer angewendet. Auf der anderen Seite gibt es auch solche Technik wie zum Beispiel Solarkamin und Windfange. Grüne Technologie tragen dazu bei, unsere Gebäude nicht nur energie- und ressourceneffizienter zu gestalten, die helfen uns auch, den ökologischen Fußabdruck in der Architektur zu reduzieren und auch wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu fördern. Welche Rolle spielen grüne Technologien denn heute schon in der Architektur? Ja, aktuell spielen grüne Technologie schon in der Architektur eine bedeutende Rolle. Zum Beispiel in Deutschland. Wir sehen, dass Solarpaneele und auch Wärmepumpe werden immer zunehmend angesetzt und auch Geothermie gewinnt immer mehr Aufmerksamkeit. Und selbst auch im Städtebau und Hochbau ist die Integration grüner Technologie auch ein zentrales Thema. Zum Beispiel haben wir vor kurzer Zeit eine
Projektidee bei der internationalen Bauausstellung IBA Metropolregion München eine Projektidee eingereicht. Unser Projekt, die Freiauto-Brücke, ist eine Hommage an Freiautos Leitgedanken, leicht, effizient und in Einklang mit der Natur. Für diese Brücke haben wir organische PV-Module in der Z-Struktur integriert. Damit würden wir diese Brücke energieautark dann versorgen. Wenn diese Brücke fertig gebaut werden, würden wir sogar schaffen, positive Energiebilanz zu schaffen. Dann würden wir auch gerne in der Nähe von der Brücke Ladestation für elektrische Autos und Fahrräder einrichten. Diese Ladestationen würden durch auf der Brücke generierte Energie dann versorgen. Das heißt, also so wie ich das jetzt verstanden habe, die Brücke ist mit organischen Photovoltaikanlagen ausgestattet und die versorgen quasi die Brücke mit dem Strom und auch noch die Infrastruktur drumherum. Ja. Also das Bewässerungssystem, die Beleuchtung und eben auch diese Ladestation. Genau. Und aus welchem Material ist die Brücke gebaut? Es ist eine Stabbogenbrücke. Dann haben wir 4 Bögen entworfen und dann wollen wir mit Carbonbeton bauen. Damit wird die Brücke vom eigenen Gewicht nicht mehr so schwer. Dann können wir diese vertikale Grün, was wir geplant, zur Trennung von motorisierter Autospur und Fußgängerweg und Fahrradweg zu bauen. Das sind die Fahrräder und das sind die Fußgänger. Wie sehen denn aktuelle Entwicklungstendenzen auf dem Gebiet von grüner Technologie in der Architektur aus? Ich finde, aktuell sehen wir auf jeden Fall sehr positive Entwicklung. Es gibt diese Pritzker-Preis. Das ist eine Art und Weise, kann man sagen, das ist Nobelpreis für Architekten. 2022 geben die Preis an den Architekten Francis Kehre. Seine architektonische Praxis geht um gemeinschaftliche Bauen mit der Community im Dorf und auch Bauweise, welche lokal schon vorhanden sind. Er baute sehr viel in seiner Heimat mit Lehm. Er hat dann neue Technologie angewendet, um die Gebäude stabiler und besser zu bauen. Und welche Herausforderungen gibt es auf dem Gebiet noch? Wir brauchen natürlich mehr Architekten, welche sich für grüne Technologie inspiriert und auch motiviert, um es in Hochbau- und Städtebaudesign zu integrieren. Dann müssen wir auch ein Vertrauen allgemein in der Gesellschaft über grüne Technologie aufzubauen. Das ist eine Art, man Vertrauen an grüne Technologie mit allen Beteiligten dann schaffen könnte. Nachhaltig bauen heißt nicht nur auf grüne Technologien bei Neubauten zu setzen, es heißt auch, bestehende Bauwerke länger zu nutzen und den Flächenverbrauch zu reduzieren. Ob und warum es deswegen sinnvoll sein könnte, alte Gebäude zu renovieren und mehr Mehrfamilienhäuser statt Einfamilienhäuser zu bauen, das erklärt mir jetzt Andreas Blum. Am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung forscht er zu Wohnraumentwicklung in Städten und Gemeinden. Hallo. Schön, dass es geklappt hat. Das ist mein Satz. Auf der einen Seite hört man von Wohnungsknappheit und dann auf der anderen von Leerständen. Besteht denn tatsächlich die Gefahr, dass Siedlungen aussterben, Gemeinden? Ja, also klar, wir haben beides. Ne? Wir haben auf der einen Seite wachsende Städte und Regionen wie Dresden und Leipzig. Wir haben auf der anderen Seite aber eben auch viele Regionen, die vom Bevölkerungsrückgang gekennzeichnet sind. Da hat das Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung gerade so eine aktuelle Bevölkerungsprognose regionalisiert vorgelegt. Und da kann man das sehr schön sehen, dass gerade in den östlichen Bundesländern sehr viele Gemeinden, Regionen von bis 2045 von Bevölkerungsrückgang gekennzeichnet sind. Und das haben wir fürs Umweltbundesamt in einem Projekt mal für 2 konkrete Fallstudienstädte durchgerechnet. Und da sieht man, dass also bis 2045 gerade in den Einfamilienhausbeständen Leerstände bis 16% möglich sind. Und wie kommt es jetzt dazu? Also das hat damit zu tun, unter anderem, was man in der Literatur auch als Babyboomer-Bubble bezeichnet. Also der Zusammenhang, dass die starke Generation der Babyboomer in den kommenden Jahren halt altert, die Häuser zum Teil aufgeben wird oder schlicht verstirbt. Und dass gleichzeitig die nachwachsende jüngere Generation, die als Käuferinnen, Käufer oder Nachnutzer in Frage kommt, wesentlich kleiner ist, auch im Vergleich zu heute. Und damit werden eben viele Häuser aus der Nutzung rausfallen. Das bedeutet jetzt nicht, dass die Städte aussterben, wie Sie in der Frage angedeutet haben. Aber wenn man sich mal 16% Leerstand in einer Einfamilienhaussiedlung vorstellt, das bedeutet etwa jedes 6. Haus in einer Straße steht leer. Das hat natürlich schon oder kann Einflüsse auf die Lebensqualität haben, an der Nachbarschaft.
Und das wiederum kann dann auch zu so einer Abwärtsspirale führen, die auch die Immobilienwerte dann sinken lässt und so weiter. Was hat das Ganze denn mit nachhaltigem Bauen zu tun? Am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung befassen wir uns eben unter anderem mit den Ressourcenaufwendungen für das Bauen. Und das macht eben einen riesen Unterschied, wenn man jetzt auf das Wohnen guckt, speziell, also Wohnungsbau, ob ich über Einfamilienhäuser rede oder über Mehrfamilienhäuser. Also gerade an den genannten Fallstudienquartieren kann man zeigen, dass in so einem Einfamilienhausgebiet bis zu 250 Tonnen pro Kopf an Baumaterialien aufgewendet werden. Und das sind eben in einem Mehrfamilienhausgebiet nur etwa die Hälfte. Und wenn ich jetzt die vorhin genannten 16% Leerstand in Baumaterialien umrechne, dann komme ich bei etwa 28 Tonnen Baumaterialien pro Kopf der Einwohner raus, die quasi vergeudet sind oder zumindest brach liegen, in dem Sinne, dass sie eben nicht genutzt werden. Und das betrifft jetzt nicht nur die Baumaterialien, sondern da hängt ja dann auch nochmal das dran, was man so vergegenständlichte Energie nennt, also, oder graue Energie. Also die Energie, die aufgewendet wurde, um die Rohstoffe zu gewinnen, zu transportieren, die Baumaterialien herzustellen. Das ist ja sozusagen damit gebunden und auch das wird damit entwertet. Das kann man ja hier sehr schön sehen. Wir haben hier noch keine Leerstände, aber zumindest die Bestände, über die wir dann ja auch noch sprechen wollen. Die Mehrfamilienhausbestände auf der rechten Seite und die Einfamilienhausbestände auf der linken. Wobei man hier schon sagen kann, dass man durch die geringere Dichte auch einen viel höheren Erschließungsaufwand hat. Also was die Straßen angeht, ist ein Teil, weshalb diese Siedlungen eben auch wesentlich ressourcenintensiver sind. Weil man kann sagen, dass da pro Quadratmeter Wohnfläche über den Daumen nochmal ein Quadratmeter Straße dazukommt. Und das ist hier also auch höchstens die Hälfte in den Mehrfamilienhausbeständen. Ne? Kann man es so zusammenfassen, es werden zu viele Einfamilienhäuser gebaut oder es wurden zu viele gebaut? Die Nachfrage lässt nach, so rum würde ich sagen. Gebaut wird nach der Nachfrage, das sind ja teilweise Häuser, die sind dann schon 40, 50 Jahre alt, dann aber bricht die Nachfrage zusammen. Und wenn wir jetzt heute noch zusätzlich neue bauen, in dem Wissen, dass in 20 Jahren größere Leerstände auf uns zukommen, dann muss man das in ein Verhältnis setzen. Die Gefahr ist, dass wir eben heute die Leerstände von morgen bauen, wenn wir uns zu wenig um die Bestände kümmern. Wie kann man den Menschen davon überzeugen, vielleicht lieber Bestand zu renovieren oder weiter zu nutzen? Ja, da gibt es einige Ansätze. Also unter anderem ganz aktuell hat ja das Bundesbauministerium eine bundesweite Fördermaßnahme aufgesetzt, die nennt sich Jung kauft alt. Also da geht es um junge Baufamilien, die sich im Bestand engagieren wollen und dann eben günstige Kredite bekommen können. Also eine direkte finanzielle Förderung, das gibt es auch auf kommunaler Ebene, aber dieses Programm ist eben jetzt sogar bundesweit. Und die Bestände haben ja durchaus auch Vorteile. Also das sind oft lebendigere Nachbarschaften als im Neubaugebiet. Das Grün ist schon viel stärker eingewachsen, hat eine ganz andere Grünausstattung. Häufig sind sie auch näher am Stadtkern, weil sie historisch ja früher gebaut wurden. So, und diese Vorteile, die sieht man aber eben erst, wenn man sich überhaupt mal auf den Gedanken Bestandsnutzung einlässt. Ja? Und genau darauf kommt es an. Also dafür zu werben, das ist eigentlich das Ziel dieser Ansätze. In den Bayerbau hier ziehen bald wieder die BauingenieurInnen der TU Dresden ein. Einige Decken hier wurden mit Carbonbeton verstärkt. Das, aber auch das Carbonbetonhaus selber, sind gute Beispiele für die Anwendungspotenziale dieses ressourcenschonenden Materials. In der Forschung zu Baumaterialien tut sich allerdings noch mehr. Innovative Bauverfahren wie Beton-3D-Druck oder die Rückbesinnung auf Lehm als recycelbaren Baustoff können zu mehr Nachhaltigkeit im Bauwesen beitragen. Mithilfe grüner Technologien wie Solarpanelen oder intelligenter Klimatechnik können Gebäude in ihrer Nutzung energiesparender werden. Um den Flächen- und Ressourcenverbrauch beim Bauen von Wohnungen zu reduzieren, kann es sinnvoll sein, stärker Bestand zu sanieren oder auf Mehrfamilienhäuser zu setzen, statt heute den Leerstand von morgen zu bauen. Und damit sind wir am Ende der guten Frage. Wenn es euch noch nicht reicht mit neuem Wissen, findet ihr hier oben die letzte Folge des Formats. Meine Kollegin Lena hat sich da mit dem Thema Barrierefreiheit auseinandergesetzt. Da spielt Bauen auch eine große Rolle und darunter gibt es eine Sitzgelegenheit mit den Studierenden des Bauingenieurwesens. Und wenn ihr jetzt abonniert und die Glocke drückt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal auch ganz bestimmt wieder.